Wer Cycle Karts baut, muss ganz schön vielseitig sein. Ich bewege mich da in einem Gebiet zwischen Modellbau, Karosseriebau, Automechaniker, Konstrukteur, alles in einer Person, aber halt von allem nur ein bisschen was. Das ist ja eigentlich ein Hobby, das ich zum Beruf gemacht habe. Da gehe ich voll drin auf. Das ist absolut meine Welt. Die Autos sind natürlich meine Babys, klar. Ja, ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Also ich lebe dieses Hobby absolut. Weil so ein Auto im Original für mich finanziell nicht darstellbar ist. Deswegen baue ich es mir dann jetzt halt selber. Frank Bankonins Autobesessenheit und sein großes Know-how fließen in den Bau von motorisierten Edelseifenkisten, sogenannten Cycle Karts. Also ich fange grundsätzlich an mit einer Holzplatte, auf die ich dann vom Fahrzeugboden die Umrisse drauf zeichne. Dann kann ich ausmessen, wie groß ich die Eisenteile, die Rahmenteile, die ich brauche, sägen muss. Die werden dann ausgesägt und dann auf die vorgezeichnete Platte gelegt. Und dann kann ich noch mal überprüfen, ob alles passt. Das Besondere ist daran, ich arbeite halt eigentlich ohne Baupläne. Ich baue die Autos nach Foto. Das heißt, ich denke mir das sozusagen im Kopf aus und habe auch den Plan für das fertige Auto schon im Kopf. Das ist angelehnt an einen Bugatti T35. Das ist so das, was ich als Basis brauche. Bei den Cycle Karts geht es um den Nachbau von Rennlegenden aus den 20er und 30er Jahren im Maßstab 1:2. Damals wie heute besteht die Karosserie aus Holz, das am Ende mit Blech verkleidet wird. Als nächsten Schritt kommt jetzt die Rahmenrohre hier drauf. Die werden jetzt hier drauf gelegt, geschaut, ob alles passt. Und dann werden die eigentlich nur angeheftet kurz und dann durchgeschweißt. Das machen wir jetzt. Die Stahlrohre sind der Rahmen für den Cycle Kart, der einmal eine gute Straßenlage haben soll. Nur gefahren werden dafür ausschließlich auf privatem Gelände oder bei offiziellen Rennen. Geschafft, denn jetzt machen wir die ganzen Zwingen alle ab. So, die Holzplatte weg. Jetzt verschraubt er den Stahlrahmen nochmal mit Schraubzwingen auf breitere, schwerere Rohre, damit der sich beim Schweißen nicht verziehen kann. Das ist viel heiße Vorarbeit. Jetzt wird die Schweißnähte sauber gemacht. Gut, der Rahmen ist soweit geschweißt. Kommen wir wieder runter. Immer schön Handschuhe anziehen, weil super heiß. Solange der Rahmen abkühlt, beginnt die Arbeit an der exklusiven Innenausstattung. Das ist der untere Teil von der Sitzbank. Also hier sitzt man praktisch drauf und hier kommt die Rückenlehne dann hin. Und das ist jetzt einfach ein Holzteil, einfach aus schichtverleimtem Holz. Das schleife ich jetzt einmal noch ein bisschen rund, dass da keine Spälter wegstehen. Dieses kleine Auto wurde als Zweisitzer bestellt. So, als nächsten Schritt machen wir die Polster hier drauf. Noch ein bisschen grob zuschneiden. Die Kunden von Frank Bankonin sind genauso autoverrückt wie er. Große Jungs, die sich einen Kindheitstraum erfüllen und dafür schon mal 10.000 € liegen lassen. Gut. Dann nehmen wir das Leder. Das ist ein cognacfarbenes Leder. Da muss ich immer schauen, dass ich so ein Leder bekomme in diesem sogenannten Vintage-Look, was so ein bisschen, was so einen ganz leichten Glanz hat und ein bisschen alt ausschaut und was man halt auch leicht patinieren kann, also sprich auf alt machen. Die Initialzündung, solche Autos zu bauen, war ein echtes Rennen. Das Thema Cycle Karts hat für mich eigentlich angefangen mit Seifenkisten. Ich habe 2011 hatten wir bei uns im Ort ein Seifenkistenrennen, an dem ich teilgenommen habe. Und dann eben halt Autos aus den 20er Jahren entdeckt. Und anhand von diesem Vorbild habe ich mir dann eine Seifenkiste gebaut aus Aluminiumblech.
Und dann nach dem Rennen nicht so recht gewusst, wohin damit. Ich habe gedacht, stellst das Ding halt mal ins Internet. Und da kamen dann enorm viele Nachfragen. War wohl relativ einzigartig. Und damit fing das eigentlich so an. Seitdem baut er Cycle Karts. 2018 hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Seine Rennwagen sind aus den 20er oder 30er Jahren nachempfundene Autos. Sie sind leicht, haben einen Motor, Bremse und Gaspedal und können eine Geschwindigkeit von um die 40 Stundenkilometer erreichen. Und wenn man das hier dann schleift und mit entsprechendem Lederfett behandelt, dann sieht das halt einfach so aus, als ob das schon seit 80 Jahren im Gebrauch war. Jetzt lege ich hier diesen Lederstreifen ein, damit man die Tackernadeln, mit denen ich das Leder vorher befestigt habe, abdeckt. Und wenn man dann von oben drauf schaut, sieht man, das bleibt auch so drin, das wird jetzt hingespannt. Und das Ganze mit einem Schleifvlies bearbeitet. Also ich mache es quasi mit Absicht wieder kaputt. Sozusagen. Ja. Dieser Stil hat sich irgendwie im Laufe der Jahre, das hat sich so etabliert und die Leute wollen genau das. Und der Erfolg gibt mir recht, also was soll's. Dann mache ich das genauso. Handschuhe an, weil das ein bisschen eine schmierige Angelegenheit wird. Das ist nämlich ein farbloses Lederfett. Das ist ein bisschen gelblich. Und das wird dann hier großzügig draufgeschmiert. Und dann kann man das einfach abpolieren. Und dann hat es so einen ganz leichten Glanz und sieht richtig ranzig aus, so wie es soll. Einfach wie nach einem langen Leben auf der Straße. Gut, fertig. Das nehmen wir. Und so soll es dann mal aussehen. Beide Teile. Wird der Rahmen hier wieder aufgelegt, ausgerichtet. Mittlerweile kann man das Ding auch schon wieder anfassen. So, und jetzt werden die Rahmenteile hier auf die Platte draufgeschraubt. Dafür verwendet er robuste Einschlagmuttern, die ihre Zacken ins Holz bohren. So, das sind die Achsen. 1, 2, 3, 4 fette Lager, damit das Ganze auch stabil wird. Ein Cycle Kart, was ich mache, die haben eigentlich durchgehend einen Motor, und zwar einen Benzinmotor. Gibt es natürlich, wenn jemand das möchte, auch mit Elektromotor. Mache ich auch, aber wird eher selten verlangt. Benzinmotor ist einfach beliebter, weil er halt einfach, ja, macht halt ein Geräusch, ja, und man kann halt auch schöner damit fahren. Auf der Achse wird der Sitz der Lager markiert. Und angebohrt. So, jetzt habe ich hier die Löcher gebohrt, 4 Stück, wo die Madenschrauben diese Madenschrauben hier drin versenkt werden, damit die Achse sich nicht in den Lagern seitlich bewegt und nicht rausrutschen kann, wenn man um die Kurve fährt. Jetzt tun wir das nur noch ganz kurz ein bisschen entgraten. Die Technik der Cycle Karts stammt ursprünglich aus dem Go-Kart-Bau. Die Szene ist vor allem in England und den USA sehr groß. Frank Bankonen hat kürzlich auch in Deutschland einen Cycle-Kart-Verein gegründet. Und jetzt sieht man, wie die Madenschraube hier drin verschwindet. Madenschraube, weil die wie eine Made sich
in das Metall reinschraubt oder reinfrisst. Und somit ist die Achse in dem Lager fixiert und kann nicht mehr rausrutschen. Kettenrad und Bremsscheibe. Und das Lager wieder drauf. Ich habe mich schon immer für Autos, alles was Räder hat, interessiert, also seit ich ganz klein bin. In seiner Werkstatt baut er 2 Autos pro Monat, manchmal bis tief in die Nacht. Er ist der Einzige in Deutschland, der das so professionell betreibt. Um das zu befestigen, nehme ich jetzt normale Muttern, weil ich die von Hand draufdrehen kann und auch von Hand wieder lösen kann. Zum Schweißen, zum Einstellen. So. Zwischen Schweißgeräten, Bremsscheiben, Schrauben und Maschinen fühlt Frank Bankunin sich zu Hause. Die Halter hier angeschweißt, die den Bremssattel halten. Und die Scheiben sind ausgerichtet auf der Achse. Und das ist ein mechanischer Bremssattel. Hier kommt später ein Seilzug rein. Und der Seilzug zieht die 2 Arme zusammen. Dadurch werden die beiden Bremsbeläge auf die Scheibe gepresst und dadurch bremst das Ganze. Wenn ich jetzt von Hand mache und die Scheibe so drehe, so läuft sie frei. Und sobald ich jetzt hier ziehe, bremst das und dann geht nichts mehr. Selbe hier drüben. Und die beiden werden dann mit 2 Seilzügen verbunden mit dem Bremspedal und mit dem Gaspedal. Das ist eine Einheit. Wenn der Steg fertig ist, kann der Motor eingebaut werden. Das Herzstück des Cycle Karts. Ohne Motor wäre es eben nur eine Seifenkiste. Jetzt wird der Motor mit Öl befüllt. Da kommen jetzt 550 Milliliter Motoröl rein. Und setzen den hier drauf. Das ist so ein Universalmotor für Wasserpumpen, für Mischmaschinen, für alles Mögliche. Und der wird unter anderem auch im Kartsport verwendet. Es ist ein 200 Kubikzentimeter Motor mit einem Zylinder und ungefähr 6,5 PS. Was für so ein kleines Auto auch völlig ausreicht. Hier montiert er den Variomatic-Antriebsriemen. Jetzt machen wir die Kette drauf. Dazu muss man die erstmal anpassen, weil die etwas zu lang ist. Eine etwas schmierige Angelegenheit. Frank Bankunin weiß, mit allen Problemen umzugehen. Hat er doch schon an die 100 solcher Autos gebaut. Das technische Innenleben ist meist identisch. Nur die Karosserien sind unterschiedlich und da ist seine Fantasie grenzenlos. Und fertig. Super. Jetzt wird die Holzkarosserie aufgebaut. Die Seitenteile des 20er-Jahre-Modells befestigt Frank Bankunin auf der Bodenplatte und an der runden Kühlerkonstruktion. Alles wird später mit dünnem Blech verkleidet. Er versteht sich selbst als Künstler und Designer. Das ist ein 0,6 mm Aluminiumblech. Das lässt sich sehr leicht verarbeiten, lässt sich sogar im Prinzip mit der haushaltsüblichen Schere schneiden. An den Autos sind natürlich viele Details sind natürlich deutlich kleiner als beim Original. Und da ist es natürlich ganz hilfreich, wenn man auch dann ein Blech hat, was sich gut verarbeiten lässt. Das Armaturenbrett soll ein blinkendes Schmuckstück werden. Da kommen 4 Instrumente rein. Drehzahlmesser, die Uhr, Öldruck und Wassertemperatur. Mit einem kleinen Bürstchenaufsatz bekommt es den 20er-Jahre-Charme verpasst. Et voilà. Jetzt können wir die Instrumente machen. Die hole ich jetzt schnell. Die werden sonst bei Motorrädern verbaut. Frank Bankunin hat sie auch schon auf alt gebürstet und gehämmert. Also das ist Tankanzeige und Öldruck.
Tanköl. Hier wird nur für die Optik gebaut. Die Plakette von einem Rennen, bei dem das Originalfahrzeug regelmäßig Preise abgeräumt hat, ist lediglich nostalgische Optik. Für die Auftraggeber sind diese Details immer sehr wichtig und darauf verwendet der Cycle Kart Designer auch sehr viel Zeit und Können. Da kann man also einfach hier Zündschlüssel reinstecken, umdrehen und dann starten. So. Hört sich schon gut an. Die restlichen Seitenteile müssen noch festgeschraubt und getackert werden. Und dann muss die Abgrenzung zum Motor eingepasst werden. Hier kommt später die Rückenlehne der Ledersitzbank hin. Die Arbeitsgänge hat Frank Bankonin perfektioniert. Jedes neue Auto muss für ihn immer besser werden als das letzte. Cycle Karts sind Spaßmobile. Der Nachbau ist deutlich kleiner, meist nur halb so groß wie das Original. Das Auto hat keine Türen. Da springt man sportlich über die Reling quasi. Eine Holzverstärkung gibt dem Auto Stabilität. Jedes Auto, das seine Werkstatt verlässt, ist etwas Besonderes. Die Autos, die ich gebaut habe, haben ein Autogramm von mir unterm Bodenblech. Also ich würde auch ein Auto von mir, was ich gebaut habe, wieder erkennen. Absolut alle. Immer wieder werden die Alu-Blechteile vermessen und zugeschnitten. Im Lauf der Jahre hat sich Frank Bankonin viele Maschinen zusammengekauft, um optimal arbeiten zu können. An dieser Abkantbank kann er die Bodenbleche passgenau umknicken. So, das wird jetzt hier auf beiden Seiten abgekantet. Und dann wird das so ins Auto reingeschoben. Gut. Das wird jetzt auch mit Schrauben fixiert. Dann montiert er Blech für Blech auf die Holzkarosserie und hämmert die Enden um, damit ein schöner, eleganter Abschluss entsteht. Die Vorderachsen erhalten hier ihre Verbindung zum Lenkrad. Ich setze jetzt hier die Lenkstange ein. Und dann kommt hier oben ein Halter hin und der sorgt dann dafür, dass die Lenkstange geführt wird. Für den nächsten Arbeitsgang braucht Frank Bankonin wieder eine andere Maschine. Mit ihr kann er Schlitze oder Louvers in die Bleche stanzen. Louvers, das ist eigentlich eine französische Bezeichnung für Kiemen. Also das sieht ja aus wie Kiemen. Diese rein gepressten Schlitze hier. Ja, das sind im Prinzip wie die Kiemen von einem Fisch. Und da soll halt eben die Luft durchströmen, die heiße Luft, die vom Motor kommt, die soll dann nach außen gehen. Die seitlichen Blechteile erhalten alle diese Kiemenoptik. In den 20er Jahren ist da tatsächlich mal die heiße Luft entwichen. Heute sieht es einfach nur gut aus. Die Bleche für die Motorhaube müssen mit einer Walze leicht gebogen werden. Die Walze, die fährt dann nach oben. Und wenn das rollt, dann drückt die Walze das Blech in die Richtung nach oben. Und dadurch bekommt es ganz gleichmäßig eine Rundung. Und so sieht man jetzt schon, das ist die eine Hälfte von der Motorhaube und die klappt man dann so auf. Und hier werden dann noch
die Kiemen reingestanzt, die Louvers. Die Verkleidung zwischen Sitzbank und Motorabdeckung ist auch ein gerundetes Blech und verdeckt den unschönen Zwischenraum. Das überschüssige Blech kommt weg. Mit diesem dünnen Alublech kann Frank Bankulin auch hier die Abschlüsse modellieren und dynamische Schwünge zum Beispiel in den kleinen Windschutz bringen. Mir gefallen halt einfach Autos mit Ecken und Kanten und ja, wo man halt tatsächlich einfach noch was sieht, was fühlt, was spürt, wenn man es anfasst, wenn man drüber langt. Man merkt, okay, das ist also jetzt nicht einfach glatt gelutschtes Stück Seife und Windkanal optimiert. Das Auto aus einer anderen Zeit mit Accessoires, die heute in der digitalen Welt ganz anders aussehen. Die beiden Teile der Motorhaube oder Reparaturklappe werden mit dem Klavierband verbunden, damit sie auch tatsächlich klappbar sind. Die vorgebogenen Teile bekommen von Hand noch die endgültige Form, damit sie auch gut passen. So, und jetzt haben wir eine funktionierende Haube. Diese Haube macht jetzt auch die für die aus den 20er Jahren typische langgestreckte Form des Oldtimers sichtbar. Befestigt wird sie sehr filigran mit kleinen Schräubchen und Nieten. Damit man die gerundete Haube mit den stylischen Louvers auch öffnen und wieder verschließen kann, benutzt Frank Bankulin Kistenverschlüsse. Die Karosserie ist fertig und bereits einmal grundiert, damit der Lack besser hält. Jetzt bekommt der Cycle Kart eine wunderschöne Farbe voller Nostalgie. Dieses Modell wurde sehr oft in diversen Blautönen ausgeliefert, weil es halt auch die französische Rennfarbe ist. Die war blau zu der Zeit. Die englische Rennfarbe war grün und die italienische rot. Ich habe dieses Auto in Babyblau lackiert, weil es natürlich ein ganz spezieller Kundenwunsch war. Das Auto ist eine Limited Edition, da gibt es nur zwei. Da wird es auch nur zwei Autos geben in genau dieser Farbe. Das macht sie auch so exklusiv. Aber es ist einfach auch die Liebe zum Detail und das unglaubliche Know-how, das Frank Bankulin in seinen Cycle Karts verbaut. Nach dem Lackieren fallen ihm immer wieder neue Gags ein. Ich habe es jetzt allerdings so gelöst, dass das nur ein Fake ist. Das sieht also nur so aus, als ob es dreht quasi beim Lenken mit. Also es bewegt sich beim Lenken mit, hat aber keinerlei Funktion. Das ist einfach nur eine optische Geschichte. Wenn ich jetzt hier an der Lenkung drehe, dann sieht man, wie sich das schön mitbewegt. Ja. Das ist der Handbremshebel. Da kommt jetzt hier noch ein Seilzug hin mit einer Feder. Und man kann ihn dann zwar betätigen, aber er hat keine Funktion. Das freut den Besitzer, dass sich da am Auto was bewegt. Das ist wie bei kleinen Modellautos. Da freut man sich auch, wenn man an der Lenkung drehen kann oder wenn man die Türen aufmachen kann. Und es sieht einfach gut aus. Am Armaturenbrett sind auch so diverse Hebelchen und Schalter, die eigentlich keine Funktion haben, bis auf den Lichtschalter. Aber die sind halt einfach nötig. Die Räder sind natürlich absolut kein Fake. Sie sind tatsächlich diese typischen Speichenräder. Jetzt kommt der Kühlergrill dran und da darf die Kühlerfigur nicht fehlen.
Das hält jetzt, ja. Das ist ein spezieller Kleber für Metall geeignet. Und der macht eine leicht elastische Verbindung, weil das Auto ja natürlich auch ein bisschen vibriert. Dadurch, dass es ein Einzylindermotor ist. Beim Originalauto war hier oben ein Thermometer drin, ein kleines, wo der Fahrer sehen konnte, wenn das Quecksilber hochstieg in den roten Bereich, dass da der Kühler gekocht hat. Das ist natürlich jetzt hier auch ohne Funktion und einfach nur dem Ganzen nachempfunden. Das war früher üblich, dass die Motorhauben gesichert wurden mit Lederriemen. Frank Bankonin ist immer auf der Suche nach authentischen Materialien, um die Details an seinen Autos zu optimieren. Seine Autoseele schläft nie. Also abends im Bett liege und im Endeffekt mir dann noch Gedanken mache, wie ich jetzt das neue Projekt starte. Also mein ganzes Leben dreht sich komplett um diese Art von Autos. Ich habe hier alles andere schon abgehakt. Kinder sind groß und ja, ich muss mich um nichts weiter mehr kümmern. Ich kann mich ja voll und ganz meinem bisschen verrückten Hobby widmen. Das ist ein Steinschlagschutzgitter. Also viele Straßen waren ja nicht geteert. Und da sind von den vorausfahrenden Autos sind oft große Steine geflogen. Und deswegen hat man da einen Steinschlagschutz vorne hingemacht, damit die Steine eben nicht den Kühler treffen und den Kühler zerstören. Das Reserverad gehört außen ans Auto. Eine alte Ledertasche, die man gerne an die Autos hingeschraubt hat, früher für Werkzeug, für Sachen, die man während der Fahrt oder auch während dem Rennen braucht. Ein paar Schraubenschlüssel, einen Schluck zu trinken. Man kann natürlich jetzt, in dem Fall, kann man ein Handy reintun oder ein paar Kekse. Man weiß ja nie, was einem unterwegs so passiert. Ganz wichtig, das Rücklicht, das wie die vorderen Scheinwerfer funktionieren soll. Es sind hauptsächlich große Kinder, die teilweise so ein Auto in echt haben oder ein ähnliches Auto in echt haben oder es für ihre Enkelkinder kaufen. Und es sind in der Regel alles Autofanatiker, autoaffine Leute, die sowas einfach auch noch brauchen. Noch ein paar Verzierungen mit Nieten und Draht, die einfach nur schön aussehen und früher die Bleche zusammengehalten haben. Die Patina liefert Frank Bankonin gleich mit. Ja, das ist eben diese spezielle Technik, die ich da verwende. Die ist ideal dafür geeignet, um das Ganze einfach gebraucht aussehen zu lassen. Dass es halt einfach so aussieht, als wenn es tatsächlich schon viele Jahre im Gebrauch ist. Bei ganz extremen Sachen ist es so, dass ich teilweise auch noch ein paar kleine Dellen reinhaue. Mit Kratzer bis aufs Alublech runter, je nachdem, wie der Kunde das haben will. Wenn der ein stark umkämpftes Auto haben will, also mit Rennvergangenheit, da kann das schon mal passieren, dann, dass ich den entsprechend auch aufwendig mit Kampfspuren versehe. Die Autos sind schon sehr exklusiv, weil es halt Einzelstücke sind. Es ist ein Luxusspielzeug, sage ich mal. Das Auto, was ich jetzt gebaut habe, ist eine Hommage an einen französischen Autohersteller. Das Modell nennt sich T35 und zählt zu meinen Lieblingsautos. Ein Glücksgefühl stellt sich natürlich schon ein. Also wenn ich das Auto von den Böcken runterstelle und dann mich das erste Mal den Motor anlasse, einmal Gas gebe und einmal auf die Bremse dreht, ob alles geht, das ist natürlich schon ein Glücksgefühl. Und genau dieses Glücksgefühl ist sein Antrieb. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.